Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich euch heute das Symbol, das gleichschenkliche Kreuz vorstellen darf. Dieses gleichschenkliche Kreuz ist eines meiner Lieblingssymbole und hat eine sehr interessante Wirkung und ich möchte euch heute gerne mehr darüber erzählen. Das gleichschenkliche Kreuz hat zwei gleichschenkliche Balken, einen senkrechten und einen waagerechten. Diese sind beide gleich lang und ich kann mir geometrisch gesehen hier einen Kreis vorstellen. So, das Kreuz ist somit ein Symbol der heiligen Geometrie, was relativ einfach zu konstruieren ist und somit mit dem Beginn der Schöpfung in Verbindung gebracht werden kann. Also es ist ein sehr, sehr ursprüngliches Symbol und es hat eine sehr profunde Wirkung. Ja, und darüber möchte ich euch jetzt heute gerne etwas erzählen. Ich fange jetzt einfach mal damit an, dass ich euch erzähle, was sehr, sehr spannend war. Wir haben eine Testreihe gestartet mit Menschen, weil wir einfach wissen wollten, wie wirkt dieses gleichschenkliche Kreuz in unserer heutigen Zeit auf moderne Menschen und was ist das Feedback. Wir haben mit einem 3D-Drucker 3 unterschiedliche Farben produziert. Ein weißes Symbol, ein schwarzes Symbol und ein goldenes und haben es dem Zufall überlassen, wer von unseren Testpersonen die jeweilige Farbe erhält. Wir hatten insgesamt ca. 30 Testpersonen, die daran teilgenommen haben. Es waren aus unterschiedlichsten Altersgruppen Menschen dabei und die Verteilung männlich-weiblich, Männer-Frauen war auch ungefähr 50-50%. Das Feedback, was wir erhalten haben, war sehr interessant. Wir haben den Testpersonen freigestellt, wo ihr dieses Kreuz hin positioniert, weil wir wissen wollten, was ihr intuitiv tut mit diesem Kreuz und wollten auch möglichst wenig Informationen weitergeben, um wirklich rauszubekommen, wie wirkt dieses Kreuz auf euch. Dass wir nicht Einfluss nehmen und euch etwas übermitteln und dass ihr dann eine Erwartungshaltung habt, was dieses Kreuz mit euch tut. Und das war sehr interessant. Und wir haben euch dann auch gesagt, ihr könnt euch überlegen, ob ihr dieses Kreuz dann behalten möchtet oder ob ihr es wieder zurückgeben möchtet. Ein Teil von euch, sehr wenige, aber ein paar Leute von euch waren sehr dankbar, dass diese Testphase von 6 Wochen vorbei war und sie dieses Kreuz wieder abgeben durften. Sie haben dann diesen Karton wieder zurückgegeben und es fast abgegeben wie etwas, wo sie sehr, sehr froh waren, dass sie es wieder los haben. Die Menschen, wo das so war, bei denen waren dann die Erfahrungsberichte auch so, dass sie dieses Kreuz so positioniert haben im Raum, dass es waagerecht im Raum lag. Also sie haben es kaum bewegt, sie haben es an eine Stelle gelegt für diese 6 Wochen und haben es waagerecht, also horizontal in den Raum gelegt. Und das ist sehr interessant, weil das intuitiv natürlich genau die Position ist, wo die Energie von dem Kreuz die wenigste Wirkung hat, weil die Energie natürlich in die Richtung abstrahlt, nach vorn und nach hinten und weniger in diese Richtung. Das heißt, wenn ich das Symbol so horizontal in den Raum positioniere, auf einen Tisch lege oder einige von euch haben es in eine Schale gelegt, die ja dann noch mehr bewirkt, dass diese Energie ja durch die Schale nicht in den Raum kann, dann strahlt diese Energie nach oben ab und durch diese runde Schale vielleicht noch mehr abgeschirmt vom Raum, nur wie ein Kanal nach oben und hatte damit kaum Wirkung im Raum. Die anderen Testpersonen, die genau das Gegenteil berichtet haben, die das Kreuz unbedingt behalten wollten, haben berichtet, dass sie es sehr, sehr dankbar vom ersten Moment an aufgenommen haben und die starke Wirkung gespürt haben und es horizontal im Raum positioniert haben. Und das auch nicht nur in einem Raum, sondern sie haben das Kreuz in unterschiedliche Räume immer wieder gehangen und sind praktisch mit dem Kreuz durch ihr Haus gewandert, was die Wirkung hatte, dass dieses Kreuz natürlich, weil es ja in diese Richtung abstrahlt und wenn ich es an eine Wand packe, durchflutet es relativ stark den gesamten Raum und macht etwas mit diesem Raum. So, jetzt wenn ich es von einem Raum in den nächsten nehme, mache ich das Gleiche in dem nächsten Raum. Also intuitiv tue ich etwas mit dieser Energie. Ich nehme sie von einem Raum in den nächsten Raum. Das war mal so das Feedback und dann gab es natürlich noch die Personen, die gesagt haben, ja, das Symbol macht etwas mit mir, aber jetzt nicht intensivst, ich spüre etwas, ich will es aber auch nicht wieder loswerden, ich würde es trotzdem gern behalten. Die sehr fühligen Menschen unter unseren Testpersonen, also die sehr sehend, sehr hellsichtig, sehr hellfühlend sind, haben berichtet, dass sie von dem Moment an, wo sie es aus der Verpackung genommen haben, sofort gespürt haben, dass es einen reinigenden Effekt hat.
Und das ist auch das, was dem gleichschenklichen Kreuz in unterschiedlichsten Kulturen zugesprochen wird, dass es ein reinigendes Symbol ist. So, das Symbol, so heißt es, reinigt die Räume, also es entfernt niedrig schwingende, negative, für uns nicht förderliche Energien aus dem Raum oder aus dem Umfeld, wo dieses Kreuz sich befindet, und hat somit einen stark energetisch reinigenden Effekt. Das ist auch der Grund, warum Geomanten dieses Kreuz sehr stark verwenden. Das ist ein Grundhandwerksmittel. Geomanten arbeiten mit einer Nadel, wenn man es so nimmt, und sie ritzen in die Wände, meistens an 4 Wänden im Raum, dieses gleichschenkliche Kreuz ein. Das wird deswegen mit einer Nadel gemacht, damit man nicht überall diese gleichschenklichen Kreuze optisch verteilt hat. Aber dieses Kreuz doch in alle Himmelsrichtungen, also je nach Wand, wir haben ja meistens quadratische oder rechteckige Räume, wirken kann und abstrahlen kann. Genau, also geomantisch ein sehr stark eingesetztes Symbol. Die Geomantie ist eine ganz alte Wissenschaft, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt und von allen Völkern auf der Welt praktiziert wird. Geomantie beschäftigt sich mit der Erde. Geo steht für Erde, für alles, was im Großen praktisch um uns herum passiert und da ist. Es geht um Kraftorte, es geht um das Umfeld, also alles, wo wir uns aufhalten. Damit beschäftigt sich die Geomantie und der Mensch bewirkt etwas mit dieser Erdenergie. Und ich kann sehr, sehr stark eingreifen in diese Energiefelder. Mittels Symbolen, mittels heiliger Geometrie, mittels Geisteskraft. Es gibt sehr viele Techniken, wie ich da Einfluss nehmen kann, wie ich Kraftfelder schaffen kann, wie ich Orte wieder ins Gleichgewicht bringen kann und so weiter und so fort. So, das ist eine ganz kleine kurze Erklärung zur Geomantie, weil dieses Kreuz da eine sehr große Rolle spielt. Dieses Kreuz ist auch anzufinden in manchen alten Kirchen und Kathedralen. Ich untersuche sehr gerne und oft Kathedralen und heilige Orte. Sie sind sehr aufschlussreich, was die Verwendung und Anwendung der geometrischer Muster angeht und Symbole. Die Kirche war aus meiner Sicht und ist es immer noch sehr darüber informiert, wie Symbole wie Geometrien wirken und hat dies auch ganz bewusst eingesetzt bei der Erschaffung von religiösen Stätten und das ist auch heute noch zu spüren. Das heißt, wenn in einer Kirche, wenn man da reingeht, dann spürt man das, wenn man fühlig ist und sich darauf einlässt. Und es gibt viele Kirchen, die das ungleichschenkliche Kreuz verwenden. Das ist das, warum auch dieses gleichschenkliche Kreuz in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, gerade in der nordeuropäischen Region, nicht mehr so präsent war und bekannt war, weil das ungleichschenkliche Kreuz so stark propagiert worden ist und den Menschen an die Hand gegeben worden ist. Das ungleichschenkliche Kreuz ist allerdings, wenn man es untersucht, eher energieziehend und nicht positiv förderlich, wohingegen das sehr stark die positiven Energien fördert. Dieses ungleichschenkliche Kreuz finden wir in ganz vielen Kirchen. Es ist verbunden mit dem Christusbewusstsein, aber es ist eigentlich ein sehr energieziehendes Symbol. Und die Kirche, die katholische und die evangelische Kirche, hat aus meiner Sicht und aus der Sicht von auch anderen Personen, die sich intensiv mit diesem Kreuz beschäftigt haben, dieses ungleichschenkliche Kreuz entwickelt aus dem gleichschenklichen Kreuz, um eben wahrscheinlich ganz bewusst die Menschen auch zu schwächen und sie abhängig zu machen von der Kirche. Also, und was passiert bei der christlichen Kirche ist, dass sie den senkrechten Balken verlängert haben und dadurch entsteht das ungleichschenkliche Kreuz. Und der senkrechte Balken symbolisiert und es steht auch energetisch für die männliche Energie. Es ist die Energie, die praktisch kommt. Es ist die gebende Energie, also senkrecht, kommend aus dem Universum auf die Erde. Und die weibliche Energie ist der horizontale Balken. Das ist der fangende, der haltende Teil. Ja, wie ihr wisst, ist es ja auch so, dass in der Kirche, in der Religion, die Frauen sehr stark geschwächt worden sind und der Männlichkeit, den Männern, mehr Kraft und Macht gegeben worden ist, was durch dieses Symbol des ungleichschenklichen Kreuzes noch unterstützt worden ist. Energetisch überall, wo dieses Kreuz hängt. Es gibt manche Kathedralen und Kirchen, wo gleichschenkliche Kreuze auf dem Boden aufgemalt oder mittels Natursteinfresken integriert sind. Eine Kathedrale, wo ich vor kurzem war, ist die Kathedrale von Barcelona, die große Santa Maria. Und dort gibt es in dem Kirchenschiff, wo die Geistigen sich aufhalten, um zu beten,
und ihre Rituale abzuhalten, gibt es auf dem Boden einen Kreis. Und in diesem Kreis ist ein gleichschenkliches Kreuz mittels Naturstein dargestellt. Und es ist genau nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, also nach Nord, Süd, Ost, West. Und wenn man sich darauf stellt, auf diese Fläche, spürt man eine ganz starke Zentrierung. Man wird sehr geerdet. Ich habe eine absolute Harmonie empfunden, habe mich sehr getragen gefühlt und sehr ausgeglichen gefühlt. Und ich bin davon fest überzeugt, dass an dieser Stelle ein Kraftort dadurch geschaffen worden ist, den die Geistlichen genutzt haben, um in ihrer Mitte zu sein, um auch bewusst die Energien in dieses Kirchenschiff zu holen, die positiven Energien, um einen heiligen Fleck zu schaffen in der Kirche und um damit ein Kraftfeld zu schaffen. Eine Verbindung auch zwischen dem Geistigen und dem Irdischen, zwischen dem Geistigen, nicht materialisierten und dem materialisierten. Und ja, man kann sich da halt immer raufstellen und kann sich da dann von guter Energie stärken lassen. So, aber dieser Bereich, wo dieses gleichschenkliche Kreuz in der Kirche positioniert ist, ist eigentlich nicht für die normale Bevölkerung gedacht, sondern es ist eher für die Geistlichen. Also es ist der Fleck, wo die Geistigen sich aufhalten. Also sprich, die wissen genau, wo sie ihre Kraftorte haben, und die Bereiche, wo die Gläubigen sind, die sind meistens geschwächt mit dem ungleichschenklichen Kreuz. Ihr könnt ja darauf mal achten, wenn ihr mal in eine Kirche geht. Und was auch noch sehr spannend ist, wenn man mal einfach mal guckt und mal beobachtet, die Geistigen der katholischen Kirche tragen selber nicht das ungleichschenkliche Kreuz als Kette um den Hals, sondern sie tragen das gleichschenkliche Kreuz. Wohl wissend, dass dieses Kreuz sehr stärkend ist und negative Energien abwehrt. Und sie würden wahrscheinlich nie ein ungleichschenkliches Kreuz tragen wollen, weil sie wissen genau, was das bewirkt, dass es halt schwächend ist. Also einfach haltet mal die Augen auf, ob euch das auch auffällt. So, jetzt stellt euch mal vor, in ganz vielen Wohnstuben hing dieses Kreuz und hängt es immer noch zu Hause, oder Menschen tragen das ungleichschenkliche Kreuz als Kette um den Hals und tragen dieses Kreuz entweder auf der Höhe vom Halschakra oder auf dem Herzchakra. Jedes Symbol hat eine Wirkung. Egal, ob die gut ist oder schlecht ist, es wirkt, ob wir wollen oder nicht, es hat eine Wirkung. Das heißt, da wo ich dieses Symbol trage, wirkt es auf mein Chakra. Das heißt, oft hängen diese Halsketten von den Menschen, die sehr gläubig sind, genau mit dem ungleichschenklichen Kreuz auf dem Herzchakra. Und das Herzchakra wird dadurch täglich geschwächt. Das ist unglaublich, was da gemacht worden ist. Und die Menschen haben einfach geglaubt und gemacht und haben der Kirche vertraut, dass das dann gut ist. Aber eigentlich schwächen sie sich dadurch täglich. Aber nun zurück zu diesem super tollen, hochschwingenden Symbol, dem gleichschenklichen Kreuz. Wir haben es, wie gesagt, in 3 verschiedenen Farben verschickt. Wir haben es in der Farbe Weiß, in der Farbe Gold und in der Farbe Schwarz unseren Testpersonen zur Verfügung gestellt. Und jede Farbe hat natürlich auch eine eigene Schwingung und hat dadurch auch etwas mit diesem Symbol gemacht, hat es entweder verstärkt oder neutralisiert oder was auch immer. Und wir wollten auch da bewusst wissen, wie wirkt es. Die Farbe Weiß war die dem Kreuz praktisch die neutralste Farbe gegeben hat und dadurch am ausgleichendsten war und am wenigsten intensiv. Also es hat am sanftesten gewirkt. Die Farbe Schwarz war bei manchen von euch nicht zu verkraften. Es ist dadurch noch intensiver, präsenter und schneller im Raum da gewesen. Und die Farbe Gold ist etwas, was im Prinzip so in der Mitte liegt und was so für uns mittlerweile die passendste Farbe ist, weil es die ausgleichendste, harmonischste Farbe ist, wo das Symbol am gleichmäßigsten seine Wirkung entfaltet. Dieses gleichschenkliche Kreuz wurde auch früher ganz bewusst eingesetzt bei den Fenstern als Fensterkreuz, als gleichschenkliches Fensterkreuz, Sprossenfenster. Hat es den heidnischen Brauch gehabt, dass man gesagt hat, wenn man ein gleichschenkliches Fensterkreuz praktisch bei den Fenstern hatte, dann hält das negative Energien ab. Also es ist ein Schutzsymbol für das Haus von negativen Energien, wenn man dieses Kreuz hat. So, was passiert aber, wenn ich jetzt Sprossenfenster habe mit ungleichschenklichen Kreuzen? Das habe ich gerade erklärt. Dann hat es genau die entgegengesetzte Wirkung. Es wirkt sehr, sehr schwächend auf die Menschen, die sich in diesem Haus aufhalten und auf das Energiefeld von dem Haus. Also die Energie sinkt, die Schwingung sinkt und ja, deswegen ist es umso wichtiger, wirklich immer zu schauen, was für Geometrien habe ich um mich herum und auch bei den Geometrien, wie ein Haus gestaltet ist, wo gibt es eventuell ungleichschenkliche Kreuze, um die zu vermeiden.
Dieses gleichschenkliche Kreuz hat noch eine ganz andere Wirkung und Bedeutung. Ich hatte erklärt, das ist die weibliche Energie und das ist die männliche Energie. Es gibt auch die Erklärung, dass die Seele inkarniert, praktisch sie kommt vom Universum oder vom Allen, was ist, war und sein wird, und um auf der Erde zu inkarnieren, und sie durchtritt eine Ebene, das ist die Ebene der Erde, die Mutter Erde, das ist die weibliche Energie, die aufnehmende Energie, und durchtrifft, also die Seele kommt an einen Punkt, wo sie in die Erde praktisch inkarniert oder auf der Erde inkarniert, und dieser Punkt wird auch der Punkt des Vergessens genannt. Das heißt, ab diesem Punkt, wenn praktisch die Seele inkarniert, vergisst sie alles, was sie einmal gewusst hat im Zustand des ewigen Seins, um dann materiell auf der Erde in unserer dreidimensionalen Welt Erfahrungen zu sammeln. Und dann steht dieses Symbol auch noch für die Schöpfung. Es ist aus 2 senkrechten Balken und es gibt einen Mittelpunkt, einen Schnittpunkt. Und dort, wo sich die männliche und die weibliche Energie kreuzen, wird etwas Neues geschöpft. Es entsteht etwas Neues. Und nur wenn diese Energien, die weibliche und die männliche Energie, im Gleichgewicht sind, kann auch etwas sehr Harmonisches entstehen. Und deswegen können wir auch dieses Kreuz in unserem täglichen einsetzen, wenn wir uns zum Beispiel einmal nicht in der Mitte fühlen. Wenn unsere weiblichen und männlichen Energieteile nicht im Gleichgewicht sind, also Yin und Yang nicht ausgeglichen sind, weil wir tragen alle die gleichen Energien in uns, ob wir männlich sind oder weiblich, Frau oder Mann sind. Wir alle haben die weibliche und die männliche Energie in uns und diese sollte im Gleichgewicht sein. So, und wenn wir uns nicht in der Mitte fühlen, was ja manchmal vorkommt, dann kann ich dieses gleichschenkliche Kreuz dazu hernehmen und sagen, ich bitte um Ausgleich meiner weiblichen und männlichen Energie. So, und wenn ich das dann auf mich so praktisch strahlen lasse, dann merke ich schon, wie es mir einfach sehr, sehr gut tut und wie es meine weibliche, männliche Seite ausgleicht und gleichzeitig aber auch die rechte und die linke Gehirnhälfte auch allein beim Anschauen wieder synchronisiert, miteinander verbindet und auch da wieder den Ausgleich herstellt. Weil oft ist eine unserer beiden Gehirnhälften, meistens die logisch denkende, die aktivere. Und es ist so wichtig, dass wir beide Gehirnhälften immer praktisch im Einklang haben, weil wir dann halt Intuition mit Verstand in einem harmonischen Maß miteinander verbinden und dann kann nur ein sehr kreativer, schöpferischer Aspekt in uns gelebt werden. Was dieses Kreuz auch durch die gerade erklärte Symbolik dass die Seele inkarniert und auf der Erde dann praktisch in der Dreidimensionalität in einem materiellen Körper ein Zuhause findet, bewirkt ist, dass ich dieses Kreuz einsetzen kann, es ist ein sehr erdendes Symbol. Es erdet mich, wenn ich einmal einfach mich nicht mehr gehalten fühle, wenn ich merke, irgendwie, ich habe den Boden unter den Füßen verloren durch ein Ereignis oder ein Gedankengeflecht, was in meinem Kopf ist, dann kann ich dieses Symbol entweder mir gedanklich hervorrufen oder tatsächlich als materialisiertes Symbol, so wie ich es jetzt hier in der Hand halte, nehmen und darum bitten, dass es mich erden möge. Also auch ein ganz spannender Aspekt. Dieses Symbol wird auch in alten Sprichwörtern verwendet. Man sagt, wenn man zum Beispiel etwas erlebt oder eine Erfahrung macht, wo man hofft, dass die bald zu Ende ist, also etwas nicht so Gutes, dann sagt man, ich mache 3 Kreuze, wenn das vorbei ist. Ja, warum sagt man das dann eigentlich? Man sagt das, weil wenn man 3 Kreuze macht, auch vor dem Herzchakra, also ich mache vor mir mit der Hand 3 Kreuze, und nehme dadurch Abschied von etwas und ich schließe etwas ab. Ich trenne dadurch mich von diesem anderen energetischen Ereignis. Ich trenne mich und mein Energiefeld ganz bewusst von dem Energiefeld einer anderen Person. Ich trenne mich zum Beispiel ganz bewusst von einem Albtraum, einem negativen Traum, einer Erfahrung, die mir immer wieder im Kopf rumschwirrt. Und ihr könnt es mal versuchen, also es wirkt wirklich sehr, sehr gut, wenn ich in solchen Situationen bin, im täglichen oder auch wenn ich nachts aufwache und einfach mir denke, ach, jetzt, wie kriege ich das wieder aus meinem Kopf raus? Dann sage ich, hiermit ist es abgeschlossen. Ich mache in meinen Gedanken oder mache es bewusst vor meinem Herzchakra, ziehe ich dieses Kreuz und ich trenne mich von dieser Energie. Und ihr kennt es auch von der Kirche, die dann genau dieses Kreuz auch machen, wo der Pfarrer vor einem steht und dann sagt, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes
und im Namen des Heiligen Geistes. Und es ist ein Ritual, was eigentlich von der Kirche übernommen worden ist, was aber ein ganz, ganz altes, seit Jahrtausenden von Jahren verwendetes Ritual ist der Menschen, weil es darum geht, im Namen des Vaters, sprich im Namen der Quelle von allem, was ist, war und sein wird, wo alles herkommt, ist einzigst Göttliche, der Ursprung, also im Namen der Quelle, im Namen des Sohnes, das heißt wir praktisch auf der Erde, also die inkarnierten Söhne und Töchter von der Quelle und im Namen des Heiligen Geistes, also alles, was energetisch und geistig vorhanden ist, also auch da wieder, sprich praktisch die Verbindung zur Quelle wird wiederhergestellt. Gibt es unterschiedliche Berichte darüber, wie das interpretiert wird, aber die Kirche hat es nur hergenommen und abgewandelt. Es ist eigentlich nichts rein Kirchliches. So, das ist jetzt mal im Groben und Ganzen der erste Einblick in die Energie vom gleichschenklichen Kreuz. Es ist ein wunderbares Symbol. Ich möchte es nicht mehr missen. Also erstens möchte ich mein Wissen mich nicht mehr abgeben, was ich jetzt nun habe über dieses gleichschenkliche Kreuz. Und ich möchte auch dieses Kreuz nicht aus meinem Leben mehr missen. Ich verwende es oft in Gedanken. Man braucht nicht unbedingt ein echtes Kreuz, weil man kann es sich auch vorstellen und dann hat es auch eine gleiche Wirkung. Und es macht einfach nur wunderbar sauber und harmonisiert den Raum. Bei mir hängt es in meinem Wohnzimmer, wo zur Galerie hin alles offen ist, in einem Raum, wo praktisch fast mein ganzer Wohn- und Hausbereich durchstrahlt wird. Bei mir leben 2 Katzen. Sie lieben diesen Raum und es war auch sehr interessant, seitdem ich dieses Kreuz auch in der Zeit der Symbolreihe hingehangen habe, hat sich meine eine Katze einen neuen Schlafplatz gesucht, genau gegenüber von diesem Kreuz im Ausstrahlungsbereich. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, sondern ganz bewusst gemacht von meiner Katze, die ja auch sehr empfänglich sind für Energien. So, ich freue mich ganz doll auf Feedback von euch. Falls ihr noch Anregungen habt oder Ideen oder auch Sachen, die ihr erlebt habt mit dem gleichschenklichen Kreuz, freue ich mich sehr auf Feedback. Ihr findet unten den Link zu unserer Homepage und auch die Kontaktdaten. Und ja, wir freuen uns auf Austausch. Und vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch immer gute Energien. Bis dann.